Ja, also, mein Name ist Henry Marx und ich war bei der Produktion Cubis 1 von Atris Film für die visuellen Effekte verantwortlich. Eine glückliche Fügung hat uns zusammengeführt. Also ich habe 2018 angefangen an Cubis 1 zu arbeiten. Ich bin in OK gekommen und habe da Max und Marius während der Pre-Pro zu ihrem Film Cubis 1 kennengelernt und war ursprünglich nur als Kameraassistent und Lichttechniker eingeteilt. Diese Nachricht erreichte mich am Abend des ersten Drehtages. Verehrter Herr Marx, einen wunderschönen guten Abend wünsche ich Ihnen. Mir hat ein Vögelchen zugezwitschert, nämlich mein eigenes Gehirn, dass Sie sich mit Greenscreen-Tracking auskennen. Ist dem der Fall? Haben Sie Lust, sich in diesen Bereichen etwas auszuprobieren? Für die Visual Effects war eigentlich eine andere Person vorgesehen. Ich habe dann mich nach und nach eingearbeitet, als er abgesprungen war. Das VFX stellte zu dem Zeitpunkt noch keinen großen Anteil in der Nachbearbeitung dar. Also man hatte ein paar Glitches, die zu animieren waren, ein paar Bildschirme, die ersetzt werden mussten. Also es war alles recht überschaubar und 2/3 sind sozusagen im Laufe des Drehs entstanden. Sogenannte Invisible Effects, also Effekte, die man nicht sehen soll und im besten Fall auch nicht sehen kann. Beispielsweise irgendwelche Personen, die im Bild waren und da nichts zu suchen hatten. Solche Sachen halt. Bei den Bildschirmen von Handys und Tablets haben wir uns für einen Kompromiss entschieden. Einmal haben wir die App, die von Moritz entwickelt wurde, vom Bildschirm abgefilmt und zum anderen haben wir Greenscreens, die mit Tracking-Markern versehen waren, sodass sich der Bildschirm an die Bewegungen anpassen lässt, auf dem Handybildschirm erscheinen lassen, dann einige Animationen und Bilder digital eingefügt, die zu dem Zeitpunkt der Aufnahme noch nicht fertig waren oder einfach nicht realisierbar waren. Das Plakat in Mias Zimmer, das war auch eine digitale Grafik, die durch Tracking und Maskieren eingefügt werden musste. Was es da relativ einfach gemacht hat, war, dass da bereits ein anderes Plakat hing. So ließ sich das durch ein Verkrümmungswerkzeug an die richtige Stelle platzieren. Für die Glitch-Effekte muss die Person ausgeschnitten werden und dann mit einem Verzerrungseffekt versehen werden. Die Position wird meistens auch verändert, die werden dann so auseinandergezogen, die einzelnen Fetzen sozusagen. Und wir brauchen einmal Vorder- und einmal Hintergrund, jeweils voneinander getrennt, bevor man jetzt den Effekt anwenden kann. Ich sag mal so, also die schwierigsten Effekte sind natürlich am zufriedenstellendsten, wenn sie gute Ergebnisse erzielen. Also beim finalen Shot, es waren ursprünglich 3 Effekte in dem Shot. Also wir hatten den Strommast, der ist rausgeflogen, wir hatten einen Weinberg, der musste raus und wir hatten natürlich den Glitch. Der Weinberg, der auf der rechten Seite in dem Shot zu sehen war, wurde durch Duplizieren der Wiese auf der linken Seite sozusagen entfernt. Der Vorteil an dieser Szene war halt, dass der Fokus des Betrachters nicht auf diesem Weinberg liegt, sondern auf Vera. Und dadurch hat diesen Effekt zu realisieren eine Menge Spaß gemacht, weil man sozusagen nicht den Druck hatte, dass es perfekt aussehen muss. Spaß gemacht hat eigentlich alles natürlich. Also muss ja über so einen langen Zeitraum Spaß machen, wenn man kein Masochist ist, ne?